Rürup-Rente, Fluch oder Segen? Hallo liebe Zuschauer, hier ist Jutta Martin. Auf Wunsch einiger Zuschauer geht es heute allgemein um das Thema Rürup-Rente. Also das Wichtigste auf einen Blick. Es ist ja ein sehr, sehr umfangreiches Thema über alle möglichen Sachen, Steuervorteile, die Prozente und alles. Darauf gehe ich heute nicht ein. Es soll ein allgemeiner Überblick werden. Ja, sichern Sie sich schon mal unter diesem Video einen für Sie passenden Gratis-Report. Gehen wir mal die einzelnen Punkte alle durch. Was ist die Rürup-Rente? Wann und warum wurde sie eingeführt? Die Rürup-Rente wurde 2005 eingeführt und nach dem Wirtschaftswissenschaftler Bert Rürup benannt. Sie ist eine steuerlich begünstigte Form der Altersvorsorge, die ursprünglich Selbstständigen vorbehalten war, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Mit der Rürup-Rente will der Staat Anreize schaffen, um in die Altersvorsorge einzuzahlen. Aber im Prinzip ist die Rürup-Rente eine private Rentenversicherung, die eigentlich jeder abschließen kann und die auch staatlich gefördert wird. Der Vertrag, der muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Diese Bedingungen sind im Einkommensteuergesetz geregelt. Also erstmal muss der Vertrag eine lebenslange Rente garantieren, die muss vereinbart sein, eine sogenannte Leibrente. Die Rentenzahlung muss später gleichbleibend oder aufsteigend sein. Ein Kapitalwahlrecht ist nicht erlaubt, lediglich die Abfindung einer Kleinbetragsrente. Kleinbetragsrente bedeutet, dass bei Beginn des Renteneintrittsalters nicht genügend Kapital vorhanden ist, um daraus eine lebenslange Rente zu bilden. In diesem Fall zahlt das Unternehmen die eingezahlten Beiträge mit einmal aus. Der Versicherer, der muss keine Mindestrente garantieren. Deshalb kommt hier auch eine fondgebundene Variante in Frage. Aber Achtung, fondgebundene Rentenversicherungen verursachen enorm hohe Kosten. Also sehr, sehr gut überlegen. Die Rentenzahlung darf bei älteren Verträgen nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres beginnen. Und bei Verträgen, die nach dem 31.12.2011 abgeschlossen wurden, darf die Rentenzahlung frühestens nach vollendeten 62. Lebensjahr beginnen. Die Ansprüche aus dem Vertrag dürfen nicht vererbbar, nicht kapitalisierbar, nicht übertragbar, nicht beleihbar und nicht veräußerbar sein. Kündigung und Rückkauf der Rürup-Police sind nicht möglich, nur eine Beitragsfreistellung oder eventuell eine Reduzierung der Beiträge. Eine ergänzende Absicherung gegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit von Hinterbliebenen muss weniger als 50% des Rürup-Gesamtbeitrages ausmachen. Seit 2014, also seit 7 Jahren, darf der Rürup-Vertrag auch ausschließlich der Absicherung gegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit bis zum 67. Lebensjahr dienen, wenn denn auch eine lebenslange Leibrente zugesagt ist. Man kommt also vor Renteneintritt nicht an sein Geld ran. Das ist ganz wichtig zu wissen. Seit 2010 müssen alle Verträge zertifiziert sein. Das Zertifikat wird vom Anbieter beim Bundeszentralamt für Steuern beantragt. Ja, und wegen der Zertifizierung müssen dem Finanzamt auch keine Vertragsunterlagen mehr eingereicht werden. Das ist natürlich eine enorme Erleichterung. Also in den ersten Jahren war das sehr, sehr aufwendig. Das Finanzamt wollte teilweise das komplette Vertragswerk mit sämtlichen Bedingungen über diese Rürup- oder Basisrente eingereicht haben. Und das ist jetzt mit der Zertifizierung zum Glück vorbei. Der Versicherungsnehmer muss gegenüber dem Anbieter der elektronischen Datenübermittlung an die Deutsche Rentenversicherung Bund zustimmen. Es gibt also ganz schön viele Vorschriften bei der Rürup-Rente, aber die Beträge sind als Vorsorgeaufwendung steuerlich abzugsfähig, wenn es sich um die eigene Altersvorsorge handelt. Warum betone ich, wenn es sich um die eigene Altersvorsorge handelt? Nun ja, wenn Eltern Beiträge zur Altersvorsorge ihrer Kinder einzahlen, sind diese steuerlich nicht begünstigt.
Das ist auch wichtig zu wissen. Also das ist vielen gar nicht so bewusst, weil viele Eltern sagen, ach, ich übernehme die Beiträge für meine Kinder, die sind aber dann steuerlich nicht abzugsfähig. Sinnvoller wäre, wenn die Eltern den Kindern das Geld geben und die Kinder eben selber einzahlen. Welchen Vorteil bietet nun die Rürup-Rente? Also ursprünglich wurde die Rürup-Rente ja für Selbstständige eingeführt, das habe ich anfangs schon gesagt, die also nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und dadurch eben eine große Rentenlücke aufbauen. Mit der Rürup-Rente bekamen sie die Möglichkeit, steuerbegünstigt fürs Alter vorzusorgen. Der Vorteil für Selbstständige, also wer nicht freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen möchte, weil das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung fehlt, kann mit einer Rürup-Rente für sein Alter vorsorgen und gleichzeitig Steuervorteile genießen. Dennoch sollte jeder ganz genau überlegen, ob er in so einen Vertrag einzahlt oder nicht, weil er ist absolut nicht flexibel. Auch Beiträge zu einer Rürup-Rente im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge werden steuerbegünstigt berücksichtigt. Die Rürup-Rente wird oft auch als Basisrente bezeichnet, weil sie zusammen mit der gesetzlichen Rentenversicherung zur Basisversicherung gehört. Wann wird die Rürup-Rente ausgezahlt? Also grundsätzlich kann man sich die Rürup-Rente zwischen vollendeten 62. und 85. Lebensjahr, also vollendete Lebensjahr, auszahlen lassen. Das wird bei Vertragsabschluss bereits festgelegt. Eine frühere Auszahlung mit Abschlägen ist nicht möglich. Die Rürup-Rente wurde seit Einführung mehrmals nachgebessert. So gibt es bei einigen Anbietern auch die Möglichkeit, einen Hinterbliebenenschutz abzusichern. Wird die Rürup-Rente allerdings ohne Zusatzbausteine abgeschlossen, dann geht das eingezahlte Kapital bei Tod des Versicherungsnehmers verloren. Also die eingezahlten Prämien kommen dann der Solidargemeinschaft zugute. Wie wird die Rürup-Rente nun besteuert? Also je später die Rürup-Rente beginnt, umso höher ist der Besteuerungsanteil. Ist der Rentenbeginn in 2020, beträgt der Besteuerungsanteil 80% und steigt jedes Jahr um 1 Prozentpunkt bis auf 100% im Jahr 2040. Also ab 2040 ist die Rürup-Rente zu 100% steuerpflichtig. Ja, die Regeln gelten im Prinzip, also die Regeln zur Ermittlung des Rentenfreibetrags gelten entsprechend wie bei der gesetzlichen Rente. Man spricht hier auch von einer nachgelagerten Besteuerung. Also die Steuern, die man in der Ansparphase spart, holt sich der Staat im Nachhinein wieder zurück. Aber nicht unbedingt in gleicher Höhe. Also viele haben in der Ansparphase als Arbeitnehmer oder auch als Selbstständige einen wesentlich höheren Steuersatz als später dann als Rentner. Und schon dadurch kann sich durchaus ein Rürup-Vertrag lohnen. Man muss sich das einfach durchrechnen. Also aus meiner Sicht ist für Geringverdiener so ein Rürup-Vertrag nicht geeignet. Ja, ab 2020 gibt es, also ab Steuerjahr 2020, gibt es für die Renten 3 verschiedene Formulare. Dazu habe ich bereits mal ein Video gemacht. Den Link stelle ich Ihnen hier unten nochmal zur Verfügung. Da können Sie das sich nochmal anschauen. Und da die Rürup-Rente mit der gesetzlichen Rente zusammen zur Basisvorsorge gehören, sind die gesetzliche Rente und die Rürup-Rente auf der ganz normalen Anlage R einzutragen. Schauen Sie sich ruhig nochmal das Video dazu an, wenn Sie das genauer wissen möchten. Ja, liebe Zuschauer, also ich persönlich war viele Jahre für ein großes Versicherungsunternehmen im Außendienst tätig und habe persönlich die Rürup-Rente nie angeboten. Es passte einfach nicht für meinen Kundenkreis und ich hatte da auch kein gutes Gefühl dabei. Und wenn man selber nicht überzeugt ist, dann sollte man sowas auch nicht verkaufen. Ich will jetzt hier keine Werbung für bestimmte Finanzprodukte machen, aber auf jeden Fall ist eine Fondsalternative, wie zum Beispiel ETFs, viel besser und die meisten sind davon wirklich ja, besser mit bedient. Sind Sie bereits Rentner und beziehen schon eine Rürup-Rente, so sind Sie auf jeden Fall verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Welche Themen interessieren Sie noch? Lassen Sie es mich wissen und schreiben Sie es unten in die Kommentare.
Für heute sage ich vielen Dank fürs Anschauen. Alles Gute, Jutta Martin.